Moin, heute nehmen wir euch mal mit hinter die Kulissen oder sollte ich besser sagen hinter die Schranke. Wir stellen euch heute mal das Verkehrsversuchsgelände in Horstwalde vor, auf dem wir regelmäßig testen. Und was ist dafür besser geeignet als die erste Fahrt mit unserem neuen Redaktionsmobil. Und Neuwagen hin oder her, die Schonfrist hat der Daily lange hinter sich. Sie reicht beim Explorer aber auch gerade mal bis zum Verlassen des Fahrzeughändlers. Alter Schwede! Diese 8 Steigungsbahnen im Hintergrund, das sind wohl die prägnantesten Bauelemente hier auf der Verkehrsversuchsanlage in Horstwalde. Gute 83 Jahre sind die mittlerweile alt, wurden mal gebaut, um da Panzer- und Geländewagen zu erproben, sowie das ganze Areal natürlich für die Armee konstruiert wurde. Heute ist es unter Denkmalschutz und kann für friedliche Zwecke genutzt werden, zum Beispiel wenn der Explorer hier mal wieder Camper testen kann. Genau das haben wir hier vor, auch wenn der zukünftige Camper noch eine leere Blechhülle ist. Also was mir gut gefällt, das Fahrzeug ist zwar aktuell noch unbeladen, aber so eine 35% Steigung, die krabbelt er im ersten Gang unter Setzung ganz entspannt mit noch nicht mal 2000 Touren hoch. Da weiß ich also, ich komme auch in den Bergen längere Pässe ganz entspannt bergauf und habe noch jede Menge Reserven. Und wenn ich nach rechts gucke, da sind ja noch ein paar höhere Steigungsbahnen. Der Daily schafft natürlich mehr als 35% Steigung. Umgekehrt mal die Gegenprobe bergab, die 35% Steigung. Man sagt ja immer, man soll den bergab fahren in demselben Gang, in dem man bergauf fährt, ohne dass man bremsen müsste im besten Fall. Und das versuche ich jetzt gerade mal. 35%, erster Gang unter Setzung. Und der Wagen fährt, ohne dass ich aus der Bremse trete. Bei 300.000 Touren pegelt er sich ein, funktioniert also auch, also gut abgestimmt. Wenn er vollgeladen ist, wird es ein bisschen schwieriger werden, dann schiebt er einfach ein bisschen mehr, also da werde ich hin und wieder mal bremsen müssen. Aber erster Eindruck, passt soweit. Die Königsdisziplin in Sachen Steigung ist dann die Bahn mit satten 65%. Und die sorgen beim Fahrer für ein Lachen, das sich irgendwie nervös anhört. Ach, alter Schwede! Oh, ist echt. Aber die fährt er auch. Aber die fahre ich nicht rauf, weil oben Ende ist. Es ist wirklich erstaunlich, was der neue Daily hier leistet. Allerdings konnte sein Vorgänger noch mehr. Laut Fahrzeugspezifikation von Iveco hatte der noch eine Steigfähigkeit von 100% und zog so mit dem Unimog gleich, der die Messlatte für alle anderen seit jeher hochlegt. Für den aktuellen Daily sind es offiziell nur noch 60%. Was aus der Perspektive des Fahrers aber immer noch reicht, um zu beeindrucken. Direkt hinter den Steigungsbahnen, die ja schon vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden sind, beginnt der Trial-Parcours, so nennt sich das hier. Und der zeigt ganz gut, worauf wir uns eigentlich bewegen, nämlich einer riesigen Sanddüne. Das ist alles Sandboden mit vielen Kiefern drauf. Und deswegen ist der Trial-Parcours auch für große Fahrzeuge, wie den Iveco Daily, mit dem wir heute unterwegs sind, nur noch eingeschränkt geeignet, weil es einfach schon sehr eng wird hier. Und was macht man natürlich bei weichem, sandigen Boden? Man lässt als erstes mal Luft aus den Reifen. Ich fahre hier an der Straße mit 4 Bar und ich gehe jetzt erstmal runter auf 2,5. Mit abgesenktem Luftdruck zeigt sich der Kastenwagen dann ziemlich unbeeindruckt von den steilen Passagen im weichen Sand. Für alle, die sich jetzt auch mal einen Tag mit ihrem Fahrzeug hier in Horstwalde wünschen, da müssen wir euch enttäuschen, denn die Verkehrsversuchsanlage, die seit dem Jahr 2000 von einem Förderverein betreut wird und dem Bund gehört, ist nicht öffentlich zugänglich. Ursprünglich wollte der Förderverein die Anlage modernisieren, doch dann entschied man sich dagegen. Seitdem wird versucht, das Gelände zu erhalten.
Ja, hier an der Holzbrücke kann man das ganz gut erkennen. Das ganze Areal ist ja ein Flächendenkmal. Manche Sachen sind dann schon ein bisschen älter. Da sollte ich jetzt mit dem Iveco nicht mehr drüber fahren. Nee, und die Brücke hat ihre besten Tage definitiv hinter sich. Aber es gibt hier noch genug andere interessante Hindernisse. Ich fahre jetzt gerade einen Hang bergauf, der ist ein bisschen verworfen. Ich habe jetzt Hinterachssperre drin und die Zentralsperre, Untersetzung. Der Wagen krabbelt hier ganz fein rauf. Er verschränkt nicht mehr so viel wie der Scum Daily, den es ja mal früher gab. Das ist alles hier schon ein bisschen steifer. Aber gerade in Kombination auch mit dem abgesenkten Luftdruck, hier mit den 2,5 Bar, fährt das Auto wirklich sehr gemütlich hier lang. Was mir auffällt ist, dass hinten die Schiebetür von dem großen Hochdach ziemlich vernehmlich knarzt und quietscht. Das ist natürlich dem hohen Dach geschuldet und letztendlich der Preis, den man dafür beim Kastenwagen zahlt. Dennoch werden wir die Tür im Auge behalten. Vielleicht kommen wir ja beim Ausbau noch drauf, wie man das Problem entschärfen kann. Das ganze Areal ist immer wieder für Überraschung gut. Nicht nur, dass mal ein Hirsch vorbeischaut oder ein Reh. Manchmal haben wir hier sehr seichte Auffahrten auf festem Sand. Aber da gehe ich nur ein paar Meter zur Seite und dann sieht dieselbe Düne schon ganz anders aus. Dann haben wir richtig weichen Sand in steilen Auffahrten. Da kann man Fahrzeuge wirklich an seine Grenzen bringen. Was mir aber am besten gefällt, das sind die riesengroßen Blaubeerfelder. Wenn die jetzt im Spätsommer reif sind, dann freue ich mich auf eine leckere Mittagspause. Also müssen wir mindestens noch einmal wiederkommen. Aber das tun wir gern. Immerhin gibt es immer wieder neue Ecken zu entdecken. Das hier ist weder ein Swimmingpool noch eine Waschanlage für Autos. Das hier ist die Wasserdurchfahrt. Die ist hier künstlich angelegt, kann man auffüllen. Und man sieht hier mal, was das bedeutet. 1 Meter Wahrtiefe, die ja zum Beispiel ein Unimog kann. Das ist schon richtig viel Wasser. Heute bleibt der Daily aber trocken, obwohl da muss doch irgendwo noch diese Sumpfdurchfahrt sein. Das war jetzt nicht so spektakulär, aber anders sieht das sicherlich aus, wenn das Becken einen halben Meter unter Wasser steht. Damit kommen wir zu einem Hindernis, das ihr schon öfter bei unseren Tests gesehen haben dürftet. Das hier ist der feste Geröllhang. Das sind einbetonierte Granitfelsen mit 35% Steigung. Man kann ganz gut vielleicht erahnen, wie steil das ist, weil ich hier sehr vorsichtig runtergehe. Das ist sowas wie unser Hausberg, denn auf dieser Strecke, die auch so ein paar Mulden hat, können wir den Reisemobilen ganz gut auf den Zahn fühlen. Zum einen, wie die Aufbaulagerung funktioniert, zum zweiten aber auch, wie das Fahrwerk und der Reifendruck abgestimmt sind. Denn das ist sehr entscheidend, um hier keine Bodenhaftung zu verlieren. Dann fangen an, die Räder durchzudrehen. Und ich würde mal sagen, das ist so das Maximum, was die meisten Reisenden in ihren 4x4 Campern auch zumuten würden. Genau, denn auch wenn es die Kamera nicht so gut einfangen kann, 35% sind schon eine ziemlich heftige Steigung, die man sich erstmal zutrauen muss. Hier übrigens Bilder vom Test mit dem Vorgängermodell. Bei Martin bleibt der Puls aber noch im grünen Bereich. Das ist jetzt nicht der erste Iveco Daily, den ich hier hochfahre. Insofern bin ich nicht besonders aufgeregt. Ich habe den Reifenluftdruck ja erst schon auf 2,5 Bar abgelassen. Wir haben 180 PS. Ich habe ersten Gang und Untersetzung eingelegt. Die Hinterachssperre ist drin. Ich werde jetzt gleich nochmal zurücksetzen, dass ich wirklich gerade fahre, denn ganz klar schräg am Hang fährt man natürlich nicht. Das Einzige, was hier ein bisschen unangenehm wahrscheinlich sein wird, wir haben ja kaum Gewicht auf der Hinterachse. Er wird also auf der Hinterachse häufiger mal durchdrehen und springen. Das könnte ein bisschen bockig werden beim Rauffahren. Aber auch hier zickt der Daily nicht rum. Ganz anders dagegen der Artego, den wir vor kurzem den Hang hinaufgejagt haben. Der Mercedes benahm sich dabei wie ein bockiges Kind, bei dem auch gutes Zureden nicht mehr hilft. Ein weiterer alter Bekannter von Horstwalde ist der Hügel mit losem Untergrund. Vor mir liegt jetzt der Sandhang. Ich nenne den auch immer gerne Energieberg.
denn der schluckt richtig Leistung von den Fahrzeugen und es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, den zu erklimmen. Die ersten 4/5 sind sowieso nicht das Problem, sondern das letzte Fünftel. Taktik 1 ist viel Schwung, viel Power. Die zweite Taktik ist maximale Reifenaufstandsfläche. Das wäre jetzt aktuell mein Versuch. 2,5 Bar Luftdruck, das ist noch nicht das minimal Mögliche, was geht. Ich teste mal aus, wie weit ich damit komme. Es kommt genau wie angekündigt. Der erste Abschnitt wird im Sturm erobert, dann wird es zäh. Sehr zäh. Aber der Iveco beißt sich im wahrsten Sinne durch. Bravo! Doch es muss hier irgendwo noch einen Hang geben, der so fies ist, dass wir ihn noch keinem Auto zugemutet haben. Nur wo? Man kann sich hier ein bisschen verlaufen auf dem Areal. Das sind über 500 Hektar, 550 Hektar sind das, glaube ich. Und manchmal hängen hier so Nummern an den Bäumen, manchmal fallen sie auch runter, die muss man wieder hoch anbinden. Aber man sieht, das ist schon recht kompliziert hier. Es gibt viele verschiedene Stellen und die sind manchmal auch sehr anspruchsvoll, wenn ich mir das da drüben mal so anschaue. Ich glaube, wir müssen rechts lang. Loses Geröll, Faust bis Kopf groß, das klingt merkwürdig und es sieht auch genauso aus, wenn ein Fahrzeug drüber hoppelt. Das hier, das ist der lose Geröllhang. Der ist erheblich anspruchsvoller zu fahren, gar nicht mal beim Bergabfahren, sondern vor allem bergauf. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie sich der Iveco dabei schlagen wird. Zunächst noch die schonendere Methode Richtung Tal. Obwohl schonend, wenn man sich die Belastung so ansieht, könnte einem schon Angst und Bange werden. Doch es geht noch schlimmer. Im zweiten Versuch geht es den Hang dann wieder hoch. Die Belastung fürs Material ist an der oberen Grenze. Doch auch hier meistert der Kastenwagen seine Aufgabe. Damit fehlt ihm nur noch eine letzte Prüfung. Jetzt liegt das Grand Finale vor mir, die Verwindungsbahn. Das ist die kleine mit 930 mm Amplitude. Die schafft das wirklich, jedes Fahrzeug wie so ein Korkenzieher zu verdrehen. Und da bin ich diesmal doppelt gespannt, denn das ist die Schwachstelle des Iveco Daily, zumindest des Kastenwagens. Der hat zwar einen Leiterrahmen, aber dann trotzdem den Kastenwagen oben drauf. Das ist eine sehr interessante Kombination. Ich bin sehr gespannt, wie er sich da verhält. Wir haben schon sehr spannende Erkenntnisse hier gehabt. Normale Kastenwagen wissen wir mittlerweile, was passiert. Beim LKW ist immer sehr viel Dynamik drin. Und jetzt bei dem Fahrzeug haben wir es mal doppelt zusammengefasst. Ich bin sehr gespannt. Seid ihr jetzt auch gespannt? Ohne Hinterachs und Mitteldifferentialsperre geht hier nix, aber dann geht einiges. Klar, kastenwagentypisch können die Räder kaum ausfedern und verlieren daher schnell den Boden unterm Gummi. Ganz anders sieht es bei Fahrzeugen aus, die eine eigens gelagerte Kabine schultern. Oder die, wie beim Scum, dem Vorgänger unseres Daily, einen anderen Rahmen und eine andere Achse bzw. Aufhängung haben. Beim neuen Daily kann man gut erkennen, wie die Silent-Blöcke arbeiten. Dennoch wird der Blechkasten darüber bei solchen Verwindungen belastet. Das müssen wir beim Ausbau unbedingt berücksichtigen. Eines hat der 55 S18 heute bewiesen: Er muss sich vor keiner Herausforderung verstecken. Für 78.000 € ist er kein Schnäppchen, doch die enthaltenen Offroad-Komponenten können was. Untersetzung, 3 Sperren, große 255/100 R16er Michelin XZL-Reifen, ein massiver Unterfahrschutz. So können wir in Zukunft mit dem neuen Redaktionsmitglied auf Tour gehen, ohne Sorgenfalten.